Stevens, Preis-Leistungs-Verhältnis hervorragend. Auch hier gibt es wieder einen besonderen Preis, den werden wir gleich erfahren. Denn wir haben 100 Jahre Switchbike Bornemann, sind in der schönsten Stadt Hessens in Gießen. Genau. Erzähl mal ein bisschen was. Das ist aber kein High-End, was wir hier sehen. Das ist eine gute Mittelklasse. Das ist so der vernünftige Einstieg. Das ist das 6.6.1er, wenn ich mich nicht irre. Das 1 steht ja immer bei Stevens für Bosch. Und das ist jetzt die rote Farbe, die haben wir jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche bekommen von Brandneu. Stevens. Brandneu, so Kachelrot. Es ist nicht Kachelrot, oder? Würdest du sagen? Was immer Kachelrot ist. Es sieht eher aus eine Mischung aus Mazda-Rot und Simplon-Rot. So, ja, dann machen wir es so. Okay, Mazda. Okay, ist auch egal. Aber es ist ein dunkles Rot, fast ins Schwarze gehend. Hochglanz, aber schön. Es ist ein Metallic-Lack. Das ist ein Metallic, genau. Und ein bisschen näher ran. beim Modell habe ich mich vertan, 7.6, nicht 6.6. Ah, ist auch das letzte, was wir heute drehen. Aber wir haben hier eine Wundergabel, nämlich die RockShox Yari. Genau, vor 3-4 Jahren war es so gang und gäbe, dass der Yari irgendwie bei fast allen Rädern verbaut war. Bis dann natürlich die obere Enduro- oder Super-Enduro-Klasse dazugekommen ist mit Fox 38 oder auch RockShox Zepp. Und dann wurde die Yari immer mehr weiter nach unten gedrückt. Aber das hat sie nicht verdient. Nicht jetzt von der Qualität, sondern von Rohrdurchmesser und von Federung. Wir haben einen 36er. 150 mm Federweg haben wir. Funktioniert wunderbar für die Klasse von Fullies, reichte vollkommen aus. Wir haben den Super Deluxe Select. Der sorglos Dämpfer schlechthin. Und der meistverbaute Dämpfer natürlich, Dämpferreihe bei Fullies. So, dann diesen einfachen Motor Bosch Performance CX. Warum hat man da nicht den, wie hieß der noch, der große? Den wir das letzte Mal gefilmt haben. Bosch CX. Achso, der CX Race. Warum hat man den nicht verbaut? CX Race ist ja auf mehrere tausend Stück limitiert. Kriegt Stevens auch übrigens, aber bei der absolute High-End-Modell, also den CX Race kriegst du eigentlich bei jedem Hersteller bei dem teuersten Rad. Wie kam das Video an eigentlich, was wir gedreht haben? Du warst das erste Race-Video. Haben es Leute gesehen? Wir haben auch angerufen, warum ob wir den Race-Motor einbauen können etc. Geht natürlich nicht. Sind auch ein paar Leute gekommen und zum Probefahren. Nee, war gut. So, dann Bosch Best 3. Bussystem ist mit drin. Du hast absenkbare Sattelstütze mit eingebaut. Dann ohne Ende tolle Sachen, unter anderem eine SRAM-Schaltung, GX nehme ich an. Nee, eine kleinere. NX, glaube ich. Eine NX drin. 12-fach, aber wir können ja gleich. Nee, das ist ein NX, ja. So. Bremsen, Summer, Code? Ja. 4 Kolben, vorne hinten. Welche? Den RS normal. Code R haben wir hier. Nee, doch, Code R. Die Code R haben wir verbaut. Tut, was sie soll? Genau, funktioniert. Bringt das Fahrrad dann auch sicher zum Stehen. Akkugröße, 625? 625 und 85 Newtonmeter ist ja quasi mein. Gab es ja eine lange Zeit nicht bei Best 3 625. Die haben ja nur den großen Akku gebaut. Nee, dieses Jahr wurde es ja vorgestellt erst, genau. Und dann deswegen kommen so langsam die Smart-System-Modelle mit 625 rein bei uns. Tolle Reifen, Eddy Current, die eierlegende Wollmilchsau. Funktioniert, tut was sie soll. Du hast ordentliche Stollen. Das ist die typische 2-3. Vorne sieht aus wie Nobby Nick. Mal gucken. Nee. Magic Mary. Nee, ist Magic Mary, genau. Magic Mary hast 29 Zoll. Hast ordentliche Schulterstollen, die dann auch, wenn es so richtig schlammig wird, dann auch performance-stabil. Ist ja auch nur ein Vorschlag, weil diese Reifen werden nicht lange leben. Wer also nur ein bisschen fährt, man kann die locker in 1000 Kilometer runterrummeln und weniger. Kriegst du hin. Kriegst du hin. So, Schaltung ist NX. Alles kompatibel. Das Geile ist ja bei SRAM, du kannst alles tauschen. Willst du mal keine GX mehr, machst du einfach eine Kannst du eine NX drauf machen. Genau. Man kann die Funk drauf machen. Du kannst die Funk drauf machen. Alles untereinander ist kompatibel. Schraube auf, das drauf, funktioniert alles. So, also da sind wir bei einem der tollsten Räder der Welt. Jetzt geht es um die Wurst, lieber. 5.000 € ist reduziert bei uns irgendwann mal im Juni. 4.999, genau. Ja. Also es kostet im Moment 5.499 €. Jetzt kommt es noch besser. Ihr wisst, wie teuer Zinsen sind im Moment. 0% Finanzierung bis 30.06. 4.999 €. Oder, das schließen ja einige Radhändler aus, hier geht auch
Ein Bike-Leasing. Genau. Auch Bike-Leasing, bis auf Jobrad. Bis auf Jobrad könnt ihr auch bei uns leasen, bis zu 30%. Bei allen Bike-Gesellschaften bis auf Jobrad. Geht auch bei Jobrad, kleiner Aufpreis. Genau. Und deutschlandweiter Versand bieten wir natürlich auch an. So, Switchbike Bornemann, 100 Jahre. War es schon soweit? Das war soweit. Ja. Wann war es? März. Ende März genau. 2023. www.switchbike.de, Katharinengasse Nummer 14 In- 0641 34393. 0641 34393, Postleitzahl von Gießen. 35390 Gießen. Welcher Fluss fließt durch Gießen? Lahn. Lahn. Die Lahn. Gießen an der Lahn. Fahrt bitte nicht nach Gießen an der Oder. Der Donau. An der Donau. Tschüss.